Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Phil Good und ich grüße euch. Ich werde heute zwei Videos veröffentlichen gleichzeitig, und zwar das eine hier, was ihr jetzt gerade guckt. Da wird es um eine Einwanderung in Uruguay gehen und darum, wie es mir in den letzten 5 Monaten ergangen ist, seit ich hier bin. Und das andere Video, in dem geht es nur ums E-Dampfen. Es heißt E-Dampfen auf meiner Reise und ja, da gibt es auch einiges, es ist einiges passiert zum Thema E-Dampfen auf meiner Reise. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht clever, wenn ich die beiden Themen trenne, weil da muss sich keiner langweilen. Also die sich nur fürs E-Dampfen interessieren, die können einfach das andere Video gucken. Und die sich nur für die Auswanderung, respektive jetzt in diesem Fall für die Einwanderung interessieren, die können hier bei diesem Video dranbleiben. Idealerweise schaut man sich natürlich beide an, aber das können alle so entscheiden, wie sie es für richtig halten. Ja, wie ist es mir ergangen in Uruguay? Sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl, ich habe mich super eingelebt und ich komme sehr gut klar. Ich habe euch damals aus Punta del Este berichtet und dass ich als Student eingereist bin nach Uruguay. Und das ist jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, das war ein Glücksfall. Ich habe mich ja 2 Monate an einer Sprachschule in Punta del Este eingeschrieben und das war super. Das kann man wirklich empfehlen. Also das waren 2 Monate intensiv Spanischkurs an der Schule La Herradura heißt die, und das war ein absoluter Glücksfall für mich. Ich habe das Glück gehabt, ich habe einen super Lehrer erwischt, der Matthias. Hallo Matthias, ihn möchte ich grüßen, viele Grüße nach Punta del Este, und von ihm habe ich unglaublich viel gelernt und richtig viel profitiert. Er ist ein intelligenter Mensch mit einem guten Humor. Und er ist sehr belesen, also er kennt sich super aus mit lateinamerikanischen Schriftstellern oder lateinamerikanischer Literatur im Allgemeinen. Und das ist ein Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert. Und da hat er mir unglaublich viele gute Tipps geben können. Welche Schriftsteller muss man unbedingt lesen, welche kann man auch weglassen oder welche lohnen sich. Dann auch ich hatte ja Probleme, ich war eigentlich grammatikalisch auf einem guten Level. Also ich hatte B1 abgeschlossen, aber ich hatte Probleme, die Leute zu verstehen und auch selber zu sprechen. Das war so ein bisschen mein Problem. Und da hat er mir auch ganz viele YouTube-Sachen empfohlen. Es gibt etliche Schriftsteller zum Beispiel oder Dichter, die auch YouTube-Videos machen. Und das hat mir auch unglaublich viel geholfen. Da gucke ich mir jetzt noch täglich irgendetwas an und das hilft ungemein. Also für mich war das wirklich ein Glücksfall, diese 2 Monate Schule. Und natürlich auch, was sehr wichtig ist, Matthias hat mir auch genau erklärt, die Unterschiede zwischen dem Spanisch, wie es hier gesprochen wird, und dem Spanisch, was man in der Schule lernt oder was in Spanien gesprochen wird. Das sind doch eigentlich erhebliche Unterschiede. Natürlich kann man nicht alles in 2 Monaten lernen, weil es gibt hier ganz viele eigene Ausdrücke, also Wörter, die es nur in Uruguay gibt oder nur hier in der Mercosur-Region. Aber so das Grundsätzliche habe ich gelernt und damit fällt es mir jetzt viel leichter, die Leute zu verstehen und auch mit den Leuten zu sprechen. Also Glücksfall Schule, Glücksfall Sprachschule kann man nur empfehlen, auch wenn man schon Spanisch kann, wie es jetzt in meinem Fall gewesen ist, aber eben noch unsicher ist. So, dann ging gleichzeitig, noch während ich an der Schule war, ging der Einwanderungsprozess los. Vielleicht grundsätzlich zur Einwanderung in Uruguay. Der Prozess ist an sich nicht sehr kompliziert und man kann ihn sehr gut recherchieren. Also man findet alles heraus, was nötig ist, welche Schritte das unternommen werden müssen. Es ist auch recht transparent, also man findet genau auf welchen Ämtern
die Vorgänge wie viel kosten. Es gibt immer eine kleine Gebühr, die man zahlen muss. Also man kann das alles in Erfahrung bringen. Dann ein wichtiger Punkt, welche Dokumente braucht es dazu? Und da möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass man sich diese Dokumente bereits im Ursprungsland besorgen muss. Das halte ich für sehr wichtig, weil es ist viel einfacher, wenn ich mir ein Dokument in der Schweiz besorgen muss, als wenn ich das von hier aus machen muss. Also wichtig, da sollte man sich darum kümmern, dass man diese erforderlichen Dokumente wirklich dabei hat und präsent hat. Es müssen übrigens etliche dieser Dokumente mit einer Haager Apostille versehen werden. Das ist so, das habe ich vorher auch nicht gekannt. Da wird auf das Originaldokument kommt noch so irgendwie so ein Kleber drauf mit Stempel und Unterschriftengedöns. Und das ist eigentlich, die Haager Apostille ist ein internationales Übereinkommen, um ein Dokument zu verifizieren. Also mit der Haager Apostille wird quasi bestätigt, doch, das ist ein echtes Dokument von dieser Behörde ausgestellt, die Unterschrift ist beglaubigt und ist korrekt. Und in der Schweiz ist das recht einfach, grundsätzlich Dokumente zu bestellen. In der Schweiz kann man eigentlich alles digital bestellen, online. Und immer, wenn es eine Haager Apostille dazu braucht, kann man das noch so ein Häkchen anklicken. Das kostet dann natürlich mehr, aber dann kriegt man das Dokument direkt mit der Haager Apostille versehen. Man kann sogar noch das Zielland wählen, also meine Apostillen, die sind dann auch auf Spanisch ausgestellt. Wie es in Österreich ist, weiß ich nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß aber, dass es in Deutschland sehr viel komplizierter ist. Es ist auch machbar, also man kriegt diese Dokumente, man kriegt auch die Apostillen dazu, aber man muss sich ein bisschen mehr kümmern und muss sich an verschiedene Stellen wenden. So, das nur mal zu den Dokumenten, weil das, glaube ich, schon noch wichtig ist, dass man die wirklich dabei hat. Dann ging es los. Die ersten zwei Dinge, die ich erledigen musste, waren das Carnet de Salud, das ist das Gesundheitszeugnis, und das Esquema de Vacunación, das Impfschema. Das sind zwei Dinge, die man machen muss. Übrigens, das sind zwei Dinge, die alle Bewohner von Uruguay haben müssen, also egal, ob sie einheimisch sind oder ob sie Ausländer sind. Diese zwei Dinge müssen alle Menschen, die in Uruguay leben, haben. Es ist eine relativ einfache Sache. Das Carnet de Salud, das Gesundheitszeugnis, das ist ein sehr rudimentärer Gesundheitscheck. Man muss dazu Urin abgeben, es wird Blut genommen, es gibt einen kleinen Sehtest, es werden die Zähne ganz kurz nur begutachtet und es gibt ein Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt. Also das dient wirklich dazu, einfach so den grundsätzlich rudimentären Gesundheitszustand einer Person einzuschätzen. Was auch kontrolliert wird, sind die Impfungen. Also man muss dieses gelbe Impfbüchlein mitbringen, das wir in Europa haben. Und ich möchte es gerade betonen, es geht nicht um Covid. Also die Covid-Impfung ist nicht vorgeschrieben in Uruguay, die ist freiwillig. Die Impfquote ist aber relativ hoch hier, weil die Leute halt Impfungen kennen und wissen, dass das nichts Böses ist. Ja, aber egal, es geht hier um Impfungen wie irgendwie Pocken, Keuchhusten, Tetanus. Es sind eigentlich die gleichen Impfungen, die wir auch in Europa verabreicht kriegen, die meisten schon als Kind. Und dann hat man eigentlich den Rest vom Leben Ruhe. Ab und zu muss man irgendwas nachimpfen. Und genau das Gleiche wird auch beim Carnet de Salud gemacht, also beim Gesundheitszeugnis. Mir haben jetzt 2 Impfungen gefehlt. Und zwar Tetanus und Keuchhusten oder Pocken, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kriegt man die direkt verabreicht. Impfungen sind immer kostenlos in Uruguay, also die muss man nicht bezahlen. Und ja, gemacht ist gemacht. Und sie haben mir dann aber gesagt, ich muss diese beiden Impfungen einen Monat später nochmal wiederholen, damit die dann auch funktionieren.
Ich weiß auch nicht wirklich, ob mir diese Impfungen überhaupt gefehlt haben oder ob sie einfach nicht auf diesem gelben Impfpass eingetragen waren. Ihr kennt das vielleicht. Man ist beim Hausarzt, der sagt, ja, wir müssen diese Impfung noch machen. Okay, haben Sie den Impfpass dabei? Nein. Ja, dann bringen Sie ihn bitte beim nächsten Mal mit. Ja, selbstverständlich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nun gut, aber man kriegt dann eben das uruguayische Impfschema. Das ist ein uruguayischer Impfpass, das ist so ein A4-Blatt, auf dem genau eingetragen ist, was wann geimpft wurde und wann eventuell irgendetwas zu wiederholen wäre. Bei mir ist jetzt, glaube ich, der nächste Termin im Sommer, also europäischer Sommer 2023 oder irgendwie sowas, weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe es im Kalender eingetragen. So, also damit hat man dann schon die 2 ersten Dokumente. Das Gesundheitszeugnis und das Impfschema. 2 wichtige Dokumente, die jeder hier haben muss. Dann ging es weiter, dann hatte ich meinen ersten Termin bei der Migration, also das ist die eigentliche Einwanderungsbehörde. Und da ging es dann darum, erstens wollen die einen sehen, die wollen auch mit einem sprechen, falls das möglich ist, oder man kann auch einen Übersetzer mitnehmen, wenn man kein Spanisch spricht. Und dort reicht man dann alle Dokumente an, also dort ein. Man beantragt eigentlich dort dann eine Aufenthaltsgenehmigung und reicht die entsprechenden Dokumente dazu ein. Wir haben das gemacht in Piriápolis. Ich sage wir, ich komme gleich dazu, warum. Und das war super, die waren sehr freundlich, haben noch Dinge erklärt, die unklar waren, haben alle Dokumente angenommen und bestätigt. Es wurden auch schon Fingerabdrücke gescannt. Und ich habe dann direkt ein Dokument gekriegt, das sagt, dass eine Bestätigung quasi, dass ich jetzt in diesem Prozess bin, der dann irgendwann zu einer Aufenthaltsbewilligung führt. Ja, ich habe gesagt, wir waren in Piriápolis. Es ist so, ich mache diese Einwanderung mit einem Einwanderungshelfer. Das sind Menschen, die gibt es auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Das sind meistens Europäer oder auch Amerikaner, die schon länger in einem Land leben und die Behördenvorgänge genau kennen und vor allem der Sprache sehr gut mächtig sind. Ich habe anfangs gesagt, der Einwanderungsprozess ist relativ einfach. Man könnte das alleine machen. Es gibt auch Leute, die machen das alleine, das funktioniert auch. Ich persönlich habe es mir nicht zugetraut. Vor allem aus der sprachlichen Perspektive heraus. Ich wusste nicht, ob mein Spanisch reicht, um das selber zu machen. Und dann es ist dann natürlich viel aufwendiger, weil man muss dann erstmal rausfinden, wo man sich genau hinwenden muss und. Mit einem Einwanderungshelfer entfällt das, weil er weiß genau, wann man sich wo melden muss und welche Schritte einleiten muss. Und deshalb habe ich mich so entschieden. Es ist natürlich nicht kostenlos, die Einwanderungshilfe, die muss man bezahlen, aber das ist auch okay. Das ist ja Arbeit, ich meine, diese Leute leben von dem und man hat das einmal. Ich meine, ich mache diese Einwanderung einmal und dann ist das okay. So, zurück zur Einwanderung. Das war der erste Termin in Piriápolis. Dann haben wir einen neuen Termin gekriegt in San Carlos. Und da hat mir mein Einwanderungshelfer schon gesagt, das ist jetzt der wichtigste Termin. Da kommt jetzt aus, ob du die Aufenthaltsbewilligung kriegst oder nicht. Sind wir da hingefahren, mussten wir relativ lange warten, aber schlussendlich drangekommen. Und da haben die nochmal etliche Fragen gestellt, ganz vieles Verschiedenes. Da war alles gut. Und dann haben sie gesagt, die Dokumente sind geprüft worden, die sind alle in Ordnung. Also ja, ich kriege die Aufenthaltsbewilligung. Freude, Freude. Dann wurden noch Fotos gemacht. Es wurden Fingerabdrücke gescannt. Das ist übrigens, die sind recht digital hier. Also das ist alles super eingerichtet. Fotos und so läuft automatisch.
eben Fingerabdrücke digital. Und da gab es dann ein kleines Problem, weil ich ja hier einen defekten Finger habe, mit dem man eigentlich keinen Fingerabdruck geben kann. Und das gab dann eine kleine Aufregung. Also da sind dann etliche Leute in dem Büro zusammengelaufen und haben das begutachtet. Und am Schluss haben sie gesagt, ja, sie schicken das an die übergeordnete Behörde und die werden das checken. Wir sollen mal eine halbe Stunde warten, bis das okay kommt, dass das so in Ordnung ist oder ob man das nochmal anders und neu machen muss. Tja, dann haben wir gewartet und tatsächlich, ging nicht mal eine halbe Stunde, ist das okay gekommen, ist alles in Ordnung, ist bestens. Und dann haben die gesagt, super, Sie können die Aufenthaltsbewilligung, das ist die Cedula, der Personalausweis, dazu komme ich noch, in einer Woche abholen. Zack. Und das war's für den ersten Moment. Ein paar Erklärungen noch zum ersten Termin in Piriapolis. Ich habe gesagt, wir haben diese Dokumente da eingereicht, die hatte ich alle schon. Uns haben 2 Dokumente gefehlt. Und zwar einerseits der Einkommensnachweis und andererseits, das war mein Fehler, habe ich es komplett verschwitzt, dass ich die beiden Impfungen wiederholen muss. Das habe ich irgendwie, keine Ahnung warum, aber das ist mir wirklich durch die Lappen gegangen. Aber es war kein Problem. Ich habe 2 Tage später habe ich die dann nochmal gemacht und habe das denen geschickt. Am nächsten Tag wegen dem Einkommensnachweis, das wussten wir bereits, da hatten wir am nächsten Tag schon den Termin und haben das auch nachreichen können. Es ist übrigens auch recht einfach hier, weil man kann alle Dokumente auch digital einreichen. Es gibt so eine zentrale Plattform und da kann man all seine Dokumente hochladen. Das ist auch recht fortschrittlich. Einkommensnachweis, ich weiß, da haben viele aufgehorcht. Man braucht hier einen Einkommensnachweis und zwar muss man beweisen, dass man pro Monat mindestens $500 Einkommen hat. Und zwar muss man das für die letzten 3 Monate beweisen. Nun, Einkommen kann Verschiedenes sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine Rente hat, egal was für eine, aber eine Rente gilt als Einkommen. Oder es kann sein Einkünfte aus Immobilien. Also wenn ihr irgendeine Immobilie habt irgendwo und die vermietet ist, dann gilt das auch als Einkommen. Es kann aber auch sein Erträge aus Wertschriften, also zum Beispiel Dividenden von Aktien. Das gilt ebenfalls als Einkommen, kann man angeben. Oder ihr habt, wie jetzt in meinem Fall, noch eine kleine Firma in irgendeinem Land, die noch ein bisschen Geld macht, das ist auch ein Einkommen. Oder ihr arbeitet online für irgendeinen Arbeitgeber und verdient dort auch Geld. Das kann man alles angeben. Es kann auch eine Kombination aus all dem sein, einfach schlussendlich muss es dann irgendwie $500 ergeben. Und das muss man über einen Anwalt oder eine Anwältin machen oder eine Notarin, Notar geht auch. Und das wird dann bestätigt und das muss man so einreichen. So, und dann habe ich tatsächlich eine Woche später habe ich meinen Personalausweis bekommen. Das heißt, das ist die Cedula. Und Personalausweis hat nichts mit Staatsbürgerschaft zu tun, sondern das ist wirklich einfach das sieht so aus wie ein Kreditkartenformat und damit kann ich mich ausweisen, wer ich bin. Und die Cedula ist ein großer Türöffner. Also damit wird alles viel, viel einfacher. Vieles wird überhaupt erst möglich, wenn man die Cedula hat. Da war ich schon sehr froh. Zum Beispiel Geld wechseln auf der Bank. Es geht auch mit einem ausländischen Reisepass, aber es wird dann kompliziert und viele sträuben sich dagegen. Mit der Cedula ist es ganz einfach. Auch Besuche zum Beispiel beim Arzt oder sowas, mit der Cedula super einfach. Genau das Gleiche, wenn ich online hier etwas bestellen will. Ich musste mir jetzt eine neue Festplatte bestellen für meinen Laptop. Mit der Cedula absolut problemlos. Ohne Cedula schier unmöglich. Es kann gehen, aber es wird mühsam. Also da war ich sehr, sehr froh. Nun,
Diese Aufenthaltsbewilligung, die ich jetzt habe, die ist befristet auf 2 Jahre. Und zwar gibt es eigentlich 2 Sachen. Es gibt die befristete Aufenthaltsbewilligung und es gibt die Residencia, das ist die Daueraufenthaltsbewilligung. Und wir haben beides beantragt. Und damit habe ich jetzt eigentlich die Residencia en tramite, das heißt die Daueraufenthaltsbewilligung in Prüfung. Irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich das richtig übersetze, aber irgendwie so geht's. Sie haben mir am Anfang gesagt, es dauert ungefähr 16 Monate, bis ich die Residencia bekomme. Es ist aber kein Problem, weil die normale Cedula, die ist für 2 Jahre gültig und die kann man problemlos verlängern. So, und jetzt hat sich aber, an diesem Mittwoch habe ich eine E-Mail gekriegt, dass meine Residencia bewilligt ist. Also, dass die okay ist und ich soll mich jetzt morgen, Montag, in Piriapolis melden, um diese Sache zu besprechen. Da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn das so schnell gegangen ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ihr seht, da ist also alles auf gutem Weg. Damit ist der behördliche Teil meiner Einwanderung eigentlich soweit abgeschlossen. Es gibt schon noch ein paar andere Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Container unterwegs, nur einen kleinen aus der Schweiz hierher. Und da muss man dann auch noch ein Formular von der Behörde oder eine Bewilligung von der Behörde besorgen. Und da gab es jetzt auch noch 5 oder 6 Dokumente auszufüllen oder so, ja, Dokumente waren es. Also es gibt schon noch ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist alles machbar und es ist nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. So, und dann gab es eine zweite Sache, das ist meine Wohnsituation. Ich hatte die Wohnung in Punta del Este bis Ende Oktober gemietet, weil die Schule so lang ging. Und habe dann angefangen, mich nach einer neuen Wohngelegenheit umzusehen. Habe mal ein bisschen rumgefragt, auch in Facebook-Gruppen. Und da hat sich das hier ergeben, dieses Häuschen hier, ab 1. Dezember. Und ich konnte das dann kurz besichtigen, weil es gerade frei war. Bin ich am Sonntagmorgen, das weiß ich noch gut, bin ich von Punta del Este hierher geröstet. Habe das angeguckt und habe gesagt, super, das reicht. Das ist klein, aber das ist schick. Das gefällt mir sehr gut und miete ich für 1 Jahr. Punkt. Super, war wieder ein Punkt erledigt. Es ist mir ein bisschen auf dem Magen gelegen, aber damit war das gemacht. Bis ich plötzlich gemerkt habe, ja, Moment mal, mir fehlt ein Monat. Ich muss in Punta del Este raus, Ende Oktober und hier rein, 1. Dezember. Also mir fehlt der November. Ich muss im November auch irgendwo wohnen können. Und dann ging es wieder um 2, 3 Ecken und da hat sich auch wieder was Tolles ergeben. Ich konnte dann im November auf der Chacra Holandesa wohnen. Zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder. Die haben da auch so ein kleines Häuschen, das man mieten kann. Und das konnte ich dann für den November mieten. Und das war super, super toll, super schön, eine gute Erfahrung. Ich zeige euch mal ein paar Bilder von da. Da seht ihr schon, La Chacra Holandesa ist auf dem Land, ist sehr hübsch in der Natur. Hier 11.000 Kilometer in die Schweiz. Es gibt sogar einen Pool hier, also das ist wirklich traumhaft schön. Hier wird ausgeritten mit den Pferden von der Chacra Holandesa. Es gibt ganz viele Tiere da. Das Ferkel heißt übrigens Schnitzel. Hola Schnitzel, hola. ¿Qué tal? Und es gibt 4 Pferde, mittlerweile 5. Hoppla, da hat eins der Pferdchen einen veritablen Kamerasturz herbeigeführt. Das kann die kennen, aber ab, kein Problem. Und das nächste Pferdchen freut sich auch. Und hätte bereits beinahe zu einem weiteren Unfall geführt. Es gibt noch 4 Katzen auf dem Hof, 3 Hunde und etliche Hühner. Also wirklich eine
Oase in der Natur. Wunderschön. Da habe ich einen Sitzplatz gehabt hinter dem Häuschen, das gelbe Häuschen da im Hintergrund, das ist das, wo ich gewohnt habe. Herrlich, oder? Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es sind auch ganz tolle Menschen, die Marike und der Jan. Von ihnen habe ich auch wirklich sehr viel gelernt. Wirklich schön. Es ist noch spannend dort, weil dort kommen auch Camper vorbei, also mit ihren Wohnmobilen, die hier durch Südamerika reisen oder das vor der Pandemie gemacht haben. Jetzt fängt es so langsam wieder an. Und die können da übernachten, 2-3 Tage, wie sie wollen, und haben Strom- und Wasseranschluss. Und das ist auch sehr interessant. Da habe ich mich auch mit spannenden Leuten unterhalten können. Ja, war sehr schön. Tja, und dann der Umzug am 1. Dezember hier auf die Chakra Sol. Das war dann für mich so ein bisschen ein Ankommen. Weil ich bin so oft in diesem 2021, ich bin so oft umgezogen, ich habe es gar nicht gezählt, ich will auch gar nicht. Es war einfach zu viel. Und dann hier habe ich gewusst, okay, jetzt kann ich mal runterfahren, hier, das ist jetzt für ein Jahr lang mein Zuhause, jetzt muss ich mal keine andere Wohnung mehr suchen, jetzt halte ich mich hier einfach mal still. Schön. Auch von hier, von der Chakra Sol, zeige ich euch natürlich ein paar Bilder, Mats ab. So, und das ist jetzt auf der Chakra Sol, das ist mein Häuschen von oben, oder mein Häuschen. Es gibt mehrere von denen, das sind alles so Doppelhäuschen. Ihr seht, das ist recht weitläufig hier, auch völlig in der Natur. Wir werden das Häuschen gleich von vorne sehen. Hier links wohne ich und rechts wohnt der Rainer, mein Nachbar. Ganz ein angenehmer Typ. Ja, das sind kleine Häuschen, aber sind sehr gut ausgerüstet. Wintertauglich. Hier meine kleine Terrasse mit den Kräutern. Da kämpfe ich immer gegen die Ameisen, die mir an die Kräuter wollen. Und dann hier der Ausblick. Wunderschön, oder? Es gibt auch 5 Pferde hier. Ungefähr 50 Hühner, 4 Hunde und etliche Katzen. Weiter vorne hat es noch Schafe und Truthähne. Also wirklich Natur pur. Und unzählige Vögel. Die Vögel sind wirklich toll hier am Wasserloch. Es sind unglaublich viele Vögel hier. Es ist den ganzen Tag ein riesiges Konzert und ich gucke denen super gerne zu. Herrlich, herrlich. So, jetzt kommt die nächste große Aufgabe für mich und das ist der Hauskauf. Ich möchte mir hier ein Haus kaufen oder ein Häuschen kaufen, das muss nicht groß sein. Und das ist aber ein Thema, zu dem ich euch auch ein eigenes Video machen möchte, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nur schon die Frage, soll man mieten oder soll man kaufen oder wann soll man mieten und wann soll man kaufen. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Und dann auch hier Südamerika, die baulichen Geschichten im Zusammenspiel mit den klimatischen Sachen. Da muss man so ein bisschen Bescheid wissen und das möchte ich euch unbedingt ausführlich noch sagen oder euch sagen, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Meine Haussuche geht so Mitte März dann los, wenn hier die Ferienzeit vorbei ist. Jetzt sind viele Häuser noch vermietet für die Temporada, aber danach werde ich dann konkret anfangen, mich umzuschauen. Ja, was bleibt mir? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei ganz vielen Leuten. Es ist mir aufgefallen, von Anfang an, seit ich hier bin, mir haben ganz viele Leute haben mir geholfen, einfach so. Haben sich gekümmert, haben gesagt, du, ich weiß vielleicht was, ich rufe mal dort noch an. Und das ist super schön, obwohl diese Leute haben mich ja gar nicht gekannt. Also ich könnte irgendein dahergelaufener Penner sein, aber das war wirklich schön und ist schön, also das muss ich wirklich sagen. Und da möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken, ihr habt es mir hier viel einfacher gemacht. Oder habt viel dazu beigetragen, dass ich eben irgendwie zurechtkomme und immer besser zurechtkomme.
Natürlich sicher den Leuten an der Schule in Punta del Este. Vielen Dank an Margot und an Roberto und natürlich an Matthias, meinen Lehrer. Dann aber auch an Amber, meine Mitstudentin, und an Jim, an die zwei Alejandros, der eine der Freund der Schule, der andere mein Vermieter in Punta del Este. Dann einen herzlichen Dank an Doris. Sie war die erste von allen, die mir ihre Hilfe angeboten hat. Dann natürlich auch an Marike und Jan und an Susanne und Norbert. Wirklich toll, vielen Dank für alles. Und einen ganz herzlichen Dank an Chris. Der Chris hat ganz vieles möglich gemacht. Der Chris ist mein Einwanderungshelfer. Er hat ganz vieles möglich gemacht und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Es gibt noch viele andere Menschen, ich höre jetzt auf mit Namen. Das ist immer recht gefährlich, wenn man mit Namen anfängt, weil dann vergisst man irgendwie bestimmt die Hälfte. Aber es sind noch etliche Menschen mehr und diese Menschen wissen, dass sie gemeint sind. Und ja, ist wirklich schön, habe ich mich sehr gefreut. So, wie wird es weitergehen? Ich werde noch etliche Videos machen, das ist keine Drohung. Anschauen ist immer freiwillig, aber ich möchte euch unbedingt noch ein paar weitere Videos machen. Das mit dem Haus habe ich schon gesagt, das zu Auswandern und Sprache habe ich euch vorher schon mal angekündigt, das wird auch kommen. Und dann, was ganz viele, oder das ist vielleicht die häufigste Frage nebst dem Dampfen, ist die Finanzierung. Also die Leute schreiben mir, hey Phil, wie bezahlst du das alles? Wie geht das? Wie kann man so etwas machen? Leider muss ich auch ein Video darüber drehen. Ich sage ausdrücklich leider. Eigentlich würde es mir gefallen, wenn jeder einfach überall hin auswandern könnte und gut ist. Aber das ist aus verschiedensten Gründen nicht möglich. Und immer spielt das Thema Geld eine Rolle. Also man kann eigentlich ohne Geld nicht auswandern. Und deshalb möchte ich unbedingt ein Video darüber machen. Ihr werdet sehen, wenn ihr in Auswandererforen stöbert oder in Kanälen, man findet immer nur sehr vage Sachen über finanzielle Angelegenheiten. Aber ich glaube, es ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil daran kann die ganze Geschichte scheitern. Und deshalb, also da werde ich ein Video machen, das verspreche ich euch. Dann auch ein Video, was ich für sehr wichtig halte. Wer sollte nicht auswandern? Ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck, unter meinen Videos da entsteht so eine Euphorie. Aber man muss schon sagen, also die meisten Leute sollten besser nicht auswandern. Man muss sich das schon sehr gut überlegen. Eine Auswanderung ist ein sehr großes Risiko. Dessen muss man sich bewusst sein. Es kann unglaublich viel schiefgehen. Und so oder so, ob es gelingt oder nicht, man verliert extrem viel, weil man lässt sehr viel zurück. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das muss man sich vorher überlegen. Und nicht erst 1 oder 2 Jahre nach der Auswanderung, weil dann ist es nicht zu spät, aber dann hat es schon sehr viel Geld gekostet. Also da, ja, ganz ein wichtiges Video. Und ich möchte euch noch viel mehr über Uruguay erzählen und auch noch viel mehr zeigen. Uruguay ist ein ganz erstaunliches kleines Land. Weit entwickelt, sehr progressiv, hat immer eine Vorreiterrolle hier in der Region, aber teilweise auch international. Und es gibt wirklich viel Spannendes aus Uruguay zu berichten. Und es gibt unglaublich viele schöne Dinge, die man zeigen kann. Und da möchte ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Ich weiß, man weiß in Europa nicht viel über Uruguay. Man hat vielleicht mal den Namen gehört und das war's dann. Aber es lohnt sich wirklich. Es ist ein Land, auf das ein genauerer Blick durchaus lohnt. Also, ja, unbedingt. So, ich glaube, das war's. Außer die Dinge, die ich vergessen habe. Aber sonst war's das. Ich grüße euch aus dem uruguayischen Sommer. Heute ist es zwar ein bisschen bewölkt, weil es gestern geregnet hat, aber es ist auch gut, wenn es zwischendurch mal regnet. Die Natur dankt es mit dem satten Grün, was wir im Moment haben.
Und ab morgen wird es dann wieder 30 Grad und Sommer sein. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.